Deutschland rasiert, Türkei verliert 2:0. Arda Güler der beste Mann? Fragezeichen, da wollen wir drüber sprechen. Und wir schauen 'n bisschen nach New York und wir schauen auf den neuen Transfer von Real Madrid und natürlich auf diese ganzen Spiele, die bis jetzt stattgefunden haben bei der WM. Also, wir gehen rein, Hala Madrid. Ihr seid hier aufm Real Madrid-Kanal. Und ja, aktuell aufm WM-Kanal werde ich natürlich 'n bisschen diese Rückblicke machen und dann gehen wir auch gleich mal rüber zum Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika, was Mexiko gewonnen hat. Ich war für Mexiko, meine Frau war für Südafrika. Ist so, ich finde Mexiko gut, sie findet Südafrika gut. Natürlich ist Südafrika auch sehr nice. Da gibt's ne, wenn man das alles mal erlebt hat und so weiter. Aber beim Fußball ist man ja für Mannschaften und ja, da war ich jetzt für Mexiko und Mexiko hat wirklich 'n schönes, gutes Spiel gemacht. War auch 'ne schöne die Eröffnungsfeier habe ich nicht ganz gesehen, aber ich habe ganz kurz Selma Hayek gesehen, ja. Nice. Und ich finde, Mexiko hat 'n gutes Spiel gemacht. Klar, Südafrika, das ist nicht so also, das wird auch nichts. Natürlich können die auch mal die waren jetzt auch nicht so schlecht, aber ich finde es gut. Mexiko 3 Punkte, 2:0 gewonnen. Also, das war schon mal für Mexiko wirklich nice. So, das nächste Spiel war dann, sage ich mal, Südkorea. Und da habe ich mir schon gedacht, man muss aufpassen, Südkorea ist 'ne gute Mannschaft und sie haben wirklich gut gespielt. Son natürlich, klar, und sie haben 2:1 immerhin gegen Tschechien gespielt. Ich muss hier ab und zu mal reingucken, nicht, dass ich ein Spiel vergesse. Gegen Tschechien und das, kann man ja jetzt nicht sagen, das ist irgendein Plönn. Nein, das haben sie gut gemacht, muss ich schon sagen und dementsprechend kann man da auch nichts zu sagen. Und ich habe auch fast gedacht, dass Südkorea auf jeden Fall gewinnt. So, dann kam Kanada. Auch ja, es findet ja in USA, Kanada und Mexiko statt. Kanada hat gegen Bosnien-Herzegowina 1:1 gespielt und ich muss sagen, das war, nicht ein wirklich gutes Spiel. Das war nicht das Schlechteste, es war aber auch nicht das Beste. Ja, ich fand es jetzt 'n bisschen ja, nichtssagend, aber ich hatte mir fast gedacht, dass das auch so bei dem Spiel kommt. So, jetzt kommen wir zu den hauptsächlichen, sage ich mal, Gastgeber, die USA. Ja, Patriotismus et cetera pp. Und sie haben's natürlich auch gezeigt, deswegen habe ich das vorher eben erwähnt mit dem Patriotismus. 4:1 und man muss sagen, sie haben schon stabil gespielt und auch gut gespielt. Das muss man wirklich so sagen. 4:1 und das macht man ja auch nicht einfach so, sage ich mal, gegen Paraguay. Aber natürlich, sage ich mal, die haben Aufwind, die spielen zu Hause. Das wird natürlich auch also, sie werden nicht so weit kommen, das ist meine Meinung. Meinen Favoriten sage ich noch am Ende des Videos. Schreibt das gerne auch in die Kommentare, was euer Video ist aktuell. Ihr seht, ich mache das wieder nachts. Läuft hier Elfenbeinküste gegen Ecuador. Das ist 'n sehr gutes Spiel übrigens und, ja, da wird Deutschland was zu tun bekommen, das wissen sie auch. Zu Deutschland kommen wir gleich. Auf jeden Fall 4:1 die USA. Ja, und dann kommen wir zum schlechtesten Spiel, Katar, Schweiz 1:1, also Katastrophe. Die Schweiz muss wirklich, da Gas geben, um überhaupt noch irgendwas zu reißen. Ich muss sagen, das war kein gutes, sage ich mal, kein das war nicht wirklich das war das schlechteste Spiel, fand ich. Ich fand das noch schlechter als ja, als, Bosnien-Herzegowina da und so weiter. Ja, jetzt aber Brasilien gegen Marokko. Marokko ist selbstbewusst und hat gesagt: „Wir werden Weltmeister." Ja, das können sie auch als afrikanischer Meister, glaube ich, sagen. Und sie sind Vierter der letzten WM geworden. Das ist 'ne starke Mannschaft mit Hakimi und so weiter, haben 1:1 gespielt gegen Brasilien. Für die reicht das, für Brasilien reicht es nicht. Ja, was soll ich sagen? Also, es ist so, dass, Marokko jeden schlagen kann, das wissen wir. Sie sind wirklich gefährlich. 1:1 gegen Brasilien hat's gezeigt und Brasilien muss jetzt mehr machen. Vini ist natürlich MVP geworden von Real, schönes Tor gemacht. Muss man schon sagen, dass er das gut gemacht hat. Aber Marokko hätte auch gewinnen können im Endeffekt. Also, ja, Brasilien war nicht wirklich so gut. Ja, dementsprechend. So, dann kommen wir zu einem Spiel Haiti, Schottland. Schottland hat 1:0 gewonnen. Das Spiel habe ich nicht gesehen, weil's mitten in der Nacht war. So, und jetzt kommen wir zu einem Spiel. Ja, meine türkischen Freunde. Was soll ich sagen? 2:0 hat Neuseeland, gewonnen. Sorry, Australien, nicht Neuseeland, Australien. Und das ist eine Mannschaft, so wie auch, Hummels gesagt hat,
Türkei ist stark, kann jeden schlagen, auch also, fast jeden schlagen. Aber gegen kleine Mannschaften, wo man denkt, da müssten sie gewinnen, haben sie oft Probleme. Ja, das hat man gesehen. Und ganz ehrlich, es waren 4 türkische Spieler da und er macht das 1:0. Der beste Spieler war wirklich Arda Güler und das sage ich nicht, weil ich Real Madrid-Fan bin. Er war einfach der Beste. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, auch meine Freunde aus der Türkei, ob es nicht so war oder ob es war. Also, ganz ehrlich, er war einfach der Beste. Das ist so. Aber es hat nicht gereicht und die waren dann auch, ja, unplatziert und einfach nicht so stark, die Chancen, die Pässe von ihnen, aber er war trotzdem der Beste. Hilft aber nichts, weil die Türkei verloren hat. Und das Problem jetzt ist, sie müssen die nächsten Spiele gewinnen. Natürlich können jetzt viele sagen: „Ja, die sollen ich meine, die sind froh, die sind bei der WM dabei.“ Ja, aber Australien hätte man jetzt schlagen müssen, meines Erachtens und dementsprechend, ja, was soll ich sagen, musste einiges, passieren noch. So, und jetzt kommen wir zu Deutschland. 7:1. Sehr nice, nie aufgegeben nach 'nem 3:1, 4:1, immer weitergemacht. Das kam mir schon fast vor wie Bayern München, also nie aufgeben nach 'm Tor, einfach oder zurücklehnen. Man könnte jetzt sagen Curaçao, außer dass sie die hübsche Frauen hatten da. Das ist eine Mannschaft, die haben sich auch gefreut nach den 7:1 Niederlage, dass die haben natürlich nicht damit gerechnet, aber sie haben inzwischen das 1:1 gemacht. Da dachte ich schon: „Oha“, aber dann hat Deutschland Gas gegeben. Aber das Ding ist, wie gesagt, ich gucke grade Elfenbeinküste gegen Ecuador und Deutschland weiß, was auf sie zukommt. Nichtsdestotrotz hätte Brasilien und Co. nicht unbedingt 7 Dinger gemacht. Also, Deutschland hat schon ein stabiles Spiel gemacht. Das muss man wirklich so gestehen. Ja, 7:1, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Mein Favorit bleibt, ich werde auch das Trikot anziehen, von CR7 Portugal. Ich wünsche ihnen das. Ich Sie können das tatsächlich schaffen. Vielleicht nicht immer schön und spielerisch, aber sie werden das schon könnten das schaffen. Argentinien aktuell habe ich noch nicht gesehen, aber gehe ich nicht von aus. Brasilien auch nicht. Was einfach natürlich geisteskrank stark ist, ist Frankreich. Ich könnte jetzt auch sagen Spanien, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber Frankreich und Mbappé wird auch Klose seinen Rekord schlagen, glaube ich, mit den Toren jetzt da. Also, Frankreich ist also, wenn's Portugal nicht, dann wär's Frankreich. Frankreich ist wirklich also, laut der was da spielt und so, ist schon geisteskrank stark. Also, was soll da groß, passieren? Aber ich denke, dass Portugal das schafft. Ich hoffe für CR7, für den besten Spieler, überhaupt, dass er das, noch hinkriegt. Wie gesagt, Elfenbeinküste gegen Ecuador, da steht's 0:0 nach 74 Minuten. Die spielen beide sehr gut. Ich könnte mir fast vorstellen, das geht auch so aus. Deutschland wird da auf jeden Fall was zu tun bekommen. Spielerisch Ecuador noch 'n bisschen besser, aber schon stark da. Ja, und jetzt kommen wir zu, ähm, diesen jungen Herrn hier. Meine Quelle sagt, dass der auf jeden Fall da kommt und dann ist es auch so, die Quelle ist sehr dicht dran, aber auch Here We Go und ihr wisst ja, wer Here We Go mal schreibt und postet, sagt auch das und das heißt, dieser Junge wird zu Real Madrid stoßen. So, und jetzt können natürlich wieder das habe ich schon gehört, ja, Elfmeter in Hand und gegen Spanien, bla bla bla, das ist ja völlig egal. Viele werden sagen: „Warum soll der kommen? Carreras ist doch erst gekommen.“ Ja, aber Carreras zum Beispiel ich war nicht mit Carreras zufrieden und von Mondi brauchen wir gar nicht reden. Ich will jetzt auch nicht so viel eingehen auf dieses Real Madrid-Ding und wenn die anderen Transfers fest sind und auch kommen, wer da jetzt spielt und warum werden die gekauft, da werde ich noch was zu sagen. Aber wenn er kommt, ich finde ihn wirklich gut. Warum nicht? Ist nice. Also, er wird nicht schlechter als Carreras. Der Junge ist gut. So, das einfach nur am Rande. Ich will da jetzt aber auch noch nicht nur groß drauf eingehen. Ich habe es erwähnt, er wird kommen, aber die WM ist natürlich, an erster Stelle jetzt. Aber Fakt ist, dass, ich natürlich trotzdem als Real Madrid-Kanal über Real Madrid und immer so nebenbei und so weiter rede. Livestream werden wir mal gucken, ob ich das hier noch mache. Und ich werde aber immer so, sage ich mal, so ein paar Spiele, so wie jetzt reviewen, nicht jedes einzelne Spiel. Vielleicht werde ich das mit Deutschland, Türkei natürlich noch mal machen. Ihr könnt erst mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen Spielen sagt, zu dieses Video. Liked es, sendet es vor allen Dingen auch mal weiter.
damit die Leute auch mal was unterschreiben, schön diskutieren und ich glaube, ich habe noch 20 oder 19 Leute und dann sind wir endlich bei 4.000 Follower in der kurzen Zeit. Also, gebt Gas, Freunde. Ja, und dann würde ich mal sagen, habe ich irgendwas vergessen? Nö, das war's. Und die Türken und die Deutschen haben, ne, abgefeuert und die haben richtig gut gespielt, aber die Türken müssen jetzt die nächsten Spiele gewinnen, weil sonst war's das. Ein Unentschieden wird nicht reichen. Also sollte man nicht drauf, ne, gehen und gewinnen, gewinnen. 2 Spiele und Arda Güler war im ersten Spiel nichts vorzuwerfen, aber den anderen und vor allen Dingen, wie ihr ja auch sagt, meine Freunde in der Türkei, die Abwehr. So wird das nichts. Also, wenn da einer durch 4 Leute durchläuft und dann das Ding noch reinmacht, das geht nicht. Nein, da würde ich sagen, trotzdem Hala Madrid und ihr seht die Flaggen da. Wir müssen weiterkommen, alle weiterkommen. Bis zum nächsten Mal.